Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich macht ihr eine ähnliche Erfahrung, dass wenn man wissen möchte, wie es jemand geht, dann schaut man ihn mal kurz in die Augen, weil die Augen doch wahnsinnig sehr viel wenigstens sagen über einen anderen Menschen. Und interessant ist auch, wenn du mal jemand länger in die Augen schaust, was ist die Reaktion von den anderen, besonders wenn du den anderen nicht kennst? Er schaut weg. Nicht? Und warum schaut er weg? Ja, weil er nicht etwas offenbaren möchte zu den anderen, was seinem eigenen Herzen ist, durch seine Augen. Und deswegen schaut man weg. Aber auch sehr interessant, dass wenn man jemanden liebt, wenn man in jemanden verliebt ist, dann hat man überhaupt kein Problem, jemanden in die Augen zu schauen. Warum? Weil ich nichts zu verbergen habe. Es gibt keine Geheimnisse. Ich muss keine Masken tragen, wo ich Angst haben müsste, dass derjenige irgendwas jetzt über mich entdeckt, was ich nicht will, dass er entdeckt. Weil ich weiß, er liebt mich ja. Er nimmt mich an, wie ich bin. Ich muss nichts verbergen, ich muss nichts verstecken. Und das ist wunderschön. Und das ist diese Idee auch von Genesis, wenn es sagt, dass beide, Adam und Eva, dieses Bild von Genesis, sie waren nackt, aber sie empfanden keinen Scham. Sie hatten kein Schamgefühl. Aber nicht, und das ist das Interessante, nicht weil sie sich nicht schämten, wie, weiß nicht, der Vierjährige, der gerade in der Badewanne steckt und von den Eltern irgendwie eingeseift worden ist und rutschig ist und deswegen irgendwie entkommen ist, jetzt piesernackt durch die ganze Wohnung rennt, überhaupt kein Schamgefühl. Ja, das kleine Kind hat überhaupt kein Gefühl, kein Gespür für die sexuellen Werte, die ja da sind. Das heißt, dieses Bild von Genesis, von Adam und Eva empfanden keinen Scham, ist nicht deswegen, weil sie irgendwie naiv gewesen wären. Nein, sie haben ein volles Gefühl gehabt von ihrer eigenen sexuellen Werte, sie hatten als Mann und Frau, aber schämten sich trotzdem nicht. Und warum? Ja, weil, und das ist das wirklich, ich finde, sehr spannende Sache, dass je mehr Liebe in eine Beziehung hineintritt, desto mehr kann der Scham zurücktreten. Aber nicht, weil es keinen Scham mehr gibt, sondern weil die Bedürfnisse des Schamgefühls eigentlich erfüllt worden sind durch die Liebe. Weil in dem Moment, wo irgendwas passiert, wo jemand den anderen ein bisschen Druck ausübt oder wo der andere sich irgendwie gedrängt fühlt oder wo du merkst, irgendwas wird hier nicht ganz angenommen, in dem Moment ist wieder zu. In dem Moment ist der Scham sofort wieder da. Und was ich halt uns allen hoffe und wünsche, für uns alle hoffe und wünsche, ist, dass wir immer mehr Beziehungen leben, in dem dieses Schamgefühl zurücktreten kann, wo die Masken wegfallen können, weil ich den anderen wirklich liebe, weil der andere keine Angst haben muss, weil er sich nicht schämen muss, weil es keinen Grund mehr dafür gibt.